Das ist ja das Komische, man macht Sachen, die einem in irgendeiner Weise hängen geblieben sind, von denen man nicht genau weiß, was sie bedeuten. Und erst im Verlauf der Arbeit stellt sich eigentlich raus, was daran interessant sein könnte. Als ich mit meinem Studium fertig war in Düsseldorf, habe ich mehrere Jahre im Ausland verbracht. Und im Verlauf dessen hatte ich dann auch gleichzeitig gemerkt, dass ich selber immer weniger über mein eigenes Land weiß. Und dann irgendwann merken sie, dass ihr Gefühl für das Land sich zwar nicht verändert, aber das Wissen um die einzelnen Anekdoten sich sehr stark verändert. Und stellt irgendwann fest, dass die Mauer gefallen sei und verschiedene Bilder immer wieder auftauchten im Verlauf dieser Geschichte oder dieses Wiedererzählens dieser wirklich fulminanten Geschichte Ost und West. Im Verlauf dieser merkwürdigen Gemengelage, sagt man, war eben eins von diesen Bildern, die da immer wieder hochgespült wurden, war eben dieser Sturm auf die Stasi-Zentrale. Und am Anfang hatte mich einfach interessiert an dem Bild, dass da einfach Papiere rumliegen. Das ist sozusagen der Hauptakteur, die Helden dieses Bildes sind Papiere, die verstreut auf dem Boden rumliegen. Dann bei näheren Hinsehen merkt man, dass das Büro eben nicht ein Büro ist, was verwüstet ist, sondern sozusagen was nur aus seiner Ordnung gebracht ist, weil die Leute alle ihre eigene Akte suchten. Und dann merkt man, dass die natürlich im Grunde das Büro kastriert hatten. Die Idee von der Stasi ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man da auf dem Bild sieht, und deswegen hatte das auch so eine Sprengkraft, das Bild. Und mich interessierte, kann ich sozusagen durcheinanderliegendes Papier so darstellen auf dem Bild, dass es sich selbst ersetzt. Dass das Papier, das ich da hinlege, ist ja sozusagen nicht das Papier, was da in der Stasi-Zentrale lag, sondern was eine Skulptur, ein Abbild von dem Papier darstellt, das in eine Spannung bringt und hoffentlich sozusagen als Bild selbst funktioniert, aber gleichzeitig auch als Erinnerungsbild von dem, was wir im Kopf haben. Papier ist jetzt auch kein Wahnsinnsstoff. Das, was mich interessiert an dem Papier, ist natürlich, dass es jeder kennt. Dass jeder, der dieses Video gesehen hat, heute einmal Papier in der Hand hatte. Das ist einfach interessant. Jeder hat schon mal Papier geknüllt und in die Ecke geworfen. Jeder hat sich seinen Kaffee aus dem Papierbecher schon mal getrunken. Und es gibt dieses komische Material überall. Und deswegen interessiert es mich, weil es sozusagen jeder kennt und jeder was verbindet damit. Und die meisten Verwendungen davon temporär sind. Das ist nur sozusagen ein Vorschlag einer Sache. In diesem Kontext hatte ich mich daran gemacht, es dann in Lebensgröße wieder aufzubauen. Lebensgröße, wie gesagt, auch einfach nur deswegen, weil ich Objekte eben ganz gerne ernst nehme, weil die auch ihre eigene Realität haben. Die fallen dann auseinander, wenn sie die schlecht bauen, die Stühle stimmen nicht mit den Tischen oder diese Schreibtischlampe, die da hängt, die ist natürlich statisch relativ schwierig, aber sie sieht auch gleichzeitig aus wie ihr eigener Prototyp. Es geht darum zu gucken, kann man aus diesen Bildern, die uns da was bedeuten und auch die Bilder, an denen wir unsere eigenen biografischen Wegmarken auch durchaus orientieren, ist das künstlerisches Material überhaupt, kann man damit was machen oder nicht? Das interessierte mich an dem ganzen Büro.